Hallo und willkommen zu unserer heutigen Besprechung. Stell dir das mal vor, du wachst auf, fühlst dich irgendwie, nicht so gut, der Hals kratzt, der Kopf tut weh. Tja, was jetzt? Gerade wenn du vielleicht neu in Deutschland bist oder dich sprachlich noch nicht ganz sicher fühlst, kann die Situation „Ich muss zum Arzt“ schon, einschüchternd sein. Absolut. Das ist eine ganz alltägliche, aber manchmal eben doch herausfordernde Situation. Genau dafür haben wir heute was dabei. Eine Quelle, die quasi wie ein kleiner Leitfaden funktioniert. Es ist ein Dialog, der extra für Deutschlernende auf dem Niveau A2 B1 geschrieben wurde. Wir begleiten da eine Person, Mia heißt sie, die genau das durchmacht. Also von den ersten Symptomen über den Arzttermin bis hin zur Apotheke. Also der ganze Prozess einmal durchgespielt. Genau. Und unser Plan für die nächsten Minuten ist, wir gehen diesen Dialog mal gemeinsam durch. Wir picken uns die wichtigsten Sätze und ja, auch die Abläufe raus, die du brauchen kannst, wenn du selbst mal in so eine Lage kommst. Damit du dich einfach ein bisschen vorbereitet und sicherer fühlst. Exakt. Mich interessiert dabei ja besonders, wie diese notwendige Kommunikation oft sehr direkt ist, aber trotzdem formell und höflich abläuft. Lass uns da mal reinschauen, was wir lernen können. Gerne. Wo fängt's dann an in der Quelle? Also, die Geschichte in unserer Quelle beginnt ganz klassisch. Mia fühlt sich krank, sie hat Kopfschmerzen, Halsschmerzen und auch leichtes Fieber. Okay, die typischen Erkältungssymptome quasi. Ja, genau. Nicht total dramatisch, aber eben genug, um zu sagen, okay, heute bleibe ich lieber mal zu Hause. Vernünftig. Ihre erste Aktion ist dann auch logisch. Sie greift zum Telefon, ruft in einer Arztpraxis an. Mhm. Und da wird's ja oft schon spannend, oder? Ja, genau das meine ich. Wenn man sprachlich noch lernt, wie fängt man an, was sagt man da? Der Dialog zeigt das aber ganz klar. Mia sagt, guten Morgen, hier ist Mia Berger. Wichtig. Namen nennen. Direkt danach das Anliegen. Ich möchte bitte einen Termin beim Arzt machen. Ganz direkt. Ja, kein langes Drumherum reden. Dann kommt natürlich die Nachfrage von der Sprechstundenhilfe, warum sie denn einen Termin braucht, und Mia fasst sich auch da kurz. Ich habe seit gestern starke Kopfschmerzen und Halsschmerzen. Ah, und da ist es schon das seit gestern. Genau, das seit gestern ist wichtig, oder? Das wollen die Praxen ja oft wissen, habe ich das Gefühl. Absolut. Diese Zeitangabe ist oft entscheidend, damit die Praxis einschätzen kann, wie dringend es ist, ob es was Akutes ist. Was mir an diesem Telefonat in der Quelle auch auffällt, ist diese, ja, man muss sagen, Effizienz. Stimmt. Name, Anliegen, kurze Symptome, das war's im Grunde. Keine langen Geschichten. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und dann kommt direkt der Terminvorschlag von der Sprechstundenhilfe. Können Sie um 10:30 Uhr kommen? Zack. Mia kann und sagt zu, ja, das passt. Vielen Dank. Fertig. Das ging wirklich erstaunlich schnell. Ja, und das ist oft auch das Ziel von diesem ersten Kontakt. Die Sprechstundenhilfe, also die Person am Empfang oder am Telefon der Praxis, die filtert die wichtigsten Infos raus, erstmal nur um den Ablauf zu organisieren. Ah, okay. Name, Grund, kurze Info, die ist eigentlich sehr hilfreich. Gerade wenn man die Sprache noch lernt, oder? Ja, stimmt. Man weiß genau, was erwartet wird. Genau. Das leuchtet ein. Man muss also am Telefon nicht schon alles bis ins kleinste Detail erzählen. Gut zu wissen. Richtig. Okay, der Termin steht. Mir geht also um 10:30 Uhr in die Praxis. Wie geht es denn dort weiter laut unserem Dialog? Jetzt kommt der nächste Schritt, der Arztkontakt. Genau. Der Arzt begrüßt Sie und stellt dann diese, Frage aller Fragen. Guten Tag, Frau Berger. Was fehlt Ihnen? Der Klassiker. Was fehlt Ihnen oder manchmal auch, was führt Sie zu mir oder welche Beschwerden haben Sie? Das ist ja die direkte Aufforderung, die Symptome zu beschreiben. Exakt. Mia wiederholt dann ihre Symptome, also Kopfschmerzen,
Halsschmerzen, fügt jetzt aber noch Husten hinzu. Das hat sie am Telefon, glaube ich, nicht erwähnt. Ah, okay, jetzt wird's detaillierter. Ja, Und sie präzisiert auch die Dauer auf Nachfrage des Arztes. Seit 2 Tagen. Also auch hier wieder die Zeitangabe. und diese Frage, seit wann haben Sie die Beschwerden, ist wirklich Standard. Das hört man fast immer. Ja, ja. Denn ob etwas akut seit gestern da ist oder vielleicht schon seit Wochen so dahinschwelt, das macht medizinisch oft einen Riesenunterschied für die Diagnose und die Behandlung. Logisch, ja. Danach schaut sich der Arzt Mias Hals an, stellt eine Rötung fest Mhm. Die Untersuchung? und kommt dann zu einer ersten Einschätzung, einer Diagnose. Sie haben wahrscheinlich eine leichte Erkältung. Er scheint das also nicht für sehr gravierend zu halten. Klingt nach einer typischen Erkältungsdiagnose. Daraufhin sagt er dann, ich verschreibe Ihnen Medikamente. Ah, das ist ein interessanter Punkt. Obwohl er es als leichte Erkältung einstuft, verschreibt er direkt was. Ja. Ist das ungewöhnlich? Naja, nicht unbedingt ungewöhnlich, aber es ist in Deutschland auch nicht immer selbstverständlich. Bei leichten Infekten hört man auch oft den Rat, versuchen Sie es erstmal ohne Medikamente, mit Hausmitteln. Aber hier im Dialog wird eben was verschrieben. Okay. Mia hat da noch eine sehr, sehr praktische Frage. Muss ich zu Hause bleiben? Ja klar, wichtig wegen Arbeit oder Ausbildung, oder? Genau. Und der Arzt gibt daraufhin diesen ganz klassischen Rat, ja, am besten 2 bis 3 Tage Ruhe, viel Tee trinken und schlafen. Das kennt man ja, oder? Ja, absolut. Diese Trias Ruhe, Trinken, Schlafen, das ist wirklich tief in der deutschen Alltagskultur bei Erkältungen verankert. Woran liegt das eigentlich? Mhm. Das spiegelt vielleicht auch ein Stück weit das Vertrauen in die Selbstheilungskräfte des Körpers wider, unterstützt durch einfache Mittel. Das Rezept, das er erwähnt, gibt es dann oft zur Linderung der wirklich unangenehmsten Symptome, also gegen Schmerzen oder starken Husten zum Beispiel. Ach so, das erklärt auch, warum er das Rezept extra erwähnt. Was genau ist das denn in diesem Kontext? Also, was muss man sich darunter vorstellen? Ja, das Rezept ist hier das entscheidende Dokument. Das ist eine schriftliche Verordnung vom Arzt für bestimmte Medikamente. Mit diesem Zettel, diesem Rezept, gehst du dann zur Apotheke. Okay. Und manche Medikamente bekommt man in Deutschland eben nur mit so einem Rezept vom Arzt. Die sind dann verschreibungspflichtig. Ah, Andere Mittel, oft gegen leichtere Beschwerden, sind apothekenpflichtig. Die kriegst du zwar auch nur in der Apotheke, aber dafür brauchst du kein Rezept. Hier im Dialog scheint es aber um verschriebene Mittel zu gehen, sonst würde er das Rezept nicht erwähnen. verstehe. Also, Symptome schildern, Dauer angeben, kurze Untersuchung, dann Diagnose und dann gibt's entweder Ratschläge für zu Hause oder eben ein Rezept für die Apotheke. Das scheint so der grobe Ablauf zu sein. Exakt. Und dieser Ablauf, der ist für viele häufige, eher unkomplizierte Erkrankungen sehr, sehr ähnlich. Das gibt eine gewisse Vorhersehbarkeit. Stimmt. Und das kann wiederum gerade für Lernende sehr hilfreich sein. Man weiß ungefähr, was einen erwartet, was auf einen zukommt. Ja, das nimmt sicher etwas die Anspannung. Okay, Mia hat also ihr Rezept bekommen. Der nächste logische Schritt führt sie dann ja wohin? Na klar, zur Apotheke. Richtig. Zur Apotheke. Wie läuft das denn dort ab, laut unserer Quelle? Wieder sehr zielgerichtet, nehme ich an. Ja, total. Mia geht rein und sagt einfach, Guten Tag, ich habe hier ein Rezept vom Arzt. Sie legt es also direkt auf den Tisch sozusagen. Perfekt. Das ist die Information, die die Apotheke braucht. Die Apothekerin nimmt das Rezept, holt die Medikamente, im Dialog sind das Tabletten und Hustensaft und erklärt dann die Einnahme. Sie sagt, hier sind die Tabletten und der Hustensaft,
Nehmen Sie die Tabletten 3-mal täglich nach dem Essen. Das ist ja eine sehr konkrete Anweisung. Ja, Und diese Anweisung ist absolut zentral. Wie oft, wann genau, also vor, zu oder nach dem Essen, wie viel? Das muss ja klar sein, damit die Medikamente richtig wirken und auch sicher sind. stimmt. Die Apotheke hat hier eben nicht nur eine Abgabefunktion, sondern auch eine ganz wichtige Beratungsrolle. Das merkt man auch an Mias nächster Frage. Die kommt mir sehr sinnvoll vor. Sie fragt nämlich nach, okay, danke, gibt es Nebenwirkungen? Super Frage. Absolut entscheidend. Findest du auch? Ja, unbedingt. Es ist immer gut nachzufragen, wenn man unsicher ist. Und Nebenwirkungen gehören definitiv dazu. Man sollte wissen, was passieren kann. Was antwortet denn die Apothekerin im Dialog? Die Antwort der Apothekerin ist vielleicht ein bisschen Müdigkeit. Aber das ist normal. Das ist eine ziemlich typische Antwort bei vielen Erkältungsmitteln. Okay, Aber es ist gut, dass Mia gefragt hat und diese Information auch bekommen hat. ja, finde ich auch. Besser man weiß Bescheid. Zum Schluss gibt's dann noch diesen Standardwunsch in solchen Situationen: gute Besserung. Genau, gute Besserung gehört einfach dazu. Das ist so eine kleine Geste des Mitgefühls und der Höflichkeit. Zeigt dieser ganze Apothekenbesuch im Dialog nicht auch, man braucht auch hier keine wahnsinnig komplizierten Sätze? Absolut. Rezept vorlegen, Anweisungen verstehen oder eben nachfragen, wenn was unklar ist, wie bei der Dosierung oder den Nebenwirkungen. Danke sagen, auf Wiedersehen, gute Besserung. Fertig. Das klingt echt machbar. Ist es auch. Und die gute Nachricht in unserer Quelle: Mia geht es nach 2 Tagen tatsächlich besser. Ah, sie hat also auf den Arzt gehört. Ja, sie hat sich ausgeruht, Tee getrunken, die Medikamente genommen, der Plan ist also aufgegangen. Sie sagt am Ende sogar: Ich bin froh, dass ich zum Arzt gegangen bin. Na siehst du, das unterstreicht ja den Sinn des Ganzen. Hilfe suchen, wenn man sie braucht, und dann den Rat auch annehmen und befolgen. Absolut. Und weil das alles so praktisch ist, fasst unsere Quelle am Ende die wichtigsten Sätze nochmal schön zusammen. Für den Arztbesuch waren das zum Beispiel Sätze wie: Ich habe Kopfschmerzen oder ich habe Bauchschmerzen oder ich habe Fieber. Da kann man ja das Symptom einfach austauschen. Genau, je nachdem, was einem fehlt. Oder die typische Arztfrage war ja: Seit wann haben Sie die Beschwerden? Und die Anweisungen vom Arzt wie: Ich verschreibe Ihnen Medikamente oder eben bleiben Sie zu Hause und ruhen Sie sich aus. Das ist wirklich nützliches Handwerkszeug. Vor allem diese Struktur: Ich habe plus Körperteil Schmerzen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Ohrenschmerzen. Rückenschmerzen. Genau. Oder ich habe plus Symptom. Ich habe Husten, ich habe Schnupfen, ich habe Fieber. Das deckt schon unglaublich viel ab für den Anfang. Kriegt das nicht eine gewisse Sicherheit, wenn man solche Mustersätze parat hat? Ich stelle mir vor, das nimmt doch ein bisschen die Angst vor der Sprachbarriere, oder? Enorm. Das glaube ich auch. Wenn du weißt, wie du dein Problem grundlegend schildern kannst und was die typischen Fragen und Anweisungen sind, dann gehst du doch viel gelassener in so eine Situation rein. Ja. Es geht ja nicht darum, perfekt zu sprechen wie ein Muttersprachler, sondern darum, verstanden zu werden und die nötigen Informationen zu bekommen. Und diese Sätze sind dafür einfach der Schlüssel. Und für die Apotheke gibt's ja auch solche Schlüsselsätze in der Quelle. Also, ich habe ein Rezept vom Arzt zur Einleitung. Ganz wichtig. Dann die Frage nach der Einnahme, falls die Erklärung vielleicht zu schnell ging oder unklar war. Wie oft soll ich das nehmen? Genau. Oder auch, wann soll ich das nehmen? Ja. Oder eben die wichtige Frage nach den Nebenwirkungen. Gibt es Nebenwirkungen? Und natürlich der Abschiedsgruß. Gute Besserung. Das sind genau die Phrasen, die den Prozess in der Apotheke glatt laufen lassen
Und man sollte, wie du ja vorhin schon sagtest, die Höflichkeit nicht vergessen. Stimmt. Ein Bitte, wenn man das Rezept rübergibt, ein Danke für die Medikamente und die Beratung, das gehört einfach zum guten Ton und macht die Interaktion ja auch für beide Seiten angenehmer. Absolut. Was hier faszinierend ist, wie wenige, aber eben präzise Sätze oft schon ausreichen, um in solchen doch wichtigen Standardsituationen des Alltags klarzukommen. Also wenn wir das jetzt mal für dich zusammenfassen. Wir haben anhand dieses A2B1-Dialogs gesehen, wie so ein typischer Weg bei einer Erkältung in Deutschland aussehen kann. Vom Anruf in der Praxis, über das Gespräch mit dem Arzt bis hin zum Abholen der Medikamente in der Apotheke. Das Wichtigste dabei scheinen wirklich diese klaren Kommunikationsschritte zu sein und ein paar gut eingeübte Kernsätze parat zu haben. Genau. Wenn wir das mal einordnen oder das größere Bild betrachten, es geht darum, dir ganz praktische Werkzeuge für deinen Alltag an die Hand zu geben. Ja, Mit diesem Wissen über den Ablauf und eben ein paar dieser Schlüsselsätze kannst du solche vielleicht am Anfang etwas stressigen Situationen deutlich souveräner meistern. hoffentlich. Ja. Sprachliche Handlungsfähigkeit im Alltag, gerade wenn es um die eigene Gesundheit geht, das ist einfach Gold wert. Es geht ja nicht darum, medizinische Fachvorträge halten zu können, Nein, sicher nicht. sondern darum, dein Anliegen klarzumachen und die Antworten und Anweisungen zu verstehen. Darum geht's. Exakt. Und vielleicht noch ein kleiner Gedanke zum Mitnehmen für dich. Unsere Quelle, dieser Dialog, hat sich ja jetzt auf Erkältungssymptome konzentriert. Also Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Husten. Das Übliche. Aber was ist denn, wenn du mal was ganz anderes hast? Stell dir vor, du bist beim Sport umgeknickt und der Knöchel tut weh. Oder du hast plötzlich ganz starke Rückenschmerzen. Oder dir ist einfach nur dauernd schwindelig. Ja, gute Frage. Andere Baustellen. Genau. Welche Wörter bräuchtest du dann? Wie würdest du diese spezifischen Beschwerden beschreiben? Das mal für dich durchzudenken, das ist vielleicht eine gute nächste Übung, um deinen Wortschatz zu erweitern. Absolut. Vom Allgemeinen zum Spezifischen. So ist es. Damit sind wir für heute auch schon durch mit unserer Erkundung dieses Dialogs. Wir hoffen, es waren ein paar nützliche Einblicke für dich dabei. Das hoffen wir auch. Vielen Dank fürs Zuhören.